Willkommen zurück, hier bei Intasti. Ich möchte eine neue Videoreihe starten und damit, ihr seht es schon im Hintergrund, werden wir ein wenig programmieren mit Visual Studio und der Hochsprache C#. Als allererstes werde ich ein kleines Programm schreiben oder euch zeigen, eine Lösungsmöglichkeit zeigen, um zu überprüfen, ob das eingegebene Zeichen oder Zahl eine ganze Zahl ist. Ich habe das schon soweit vorbereitet mit dem Ordner Ganzzahl. In diesem Ordner werde ich jetzt eine neue Klasse hinzufügen. Und die nenne ich Integer. Diese Integer-Klasse mache ich auch public. Und dort die Methode public string is integer mit zwei Parametern. Einmal string success und eine Variable, die bereits definiert ist, einen bool result gleich false. So, ich bin gleich wieder zurück. Und hier brauchen wir eine Variable Input, welche das eingegebene Zeichen übernimmt. In dem Fall Success. Danach brauchen wir eine vordefinierte Integer, welche dazu da ist, um das eingegebene Zeichen zu überprüfen, ob es den Richtlinien entspricht. Wir können der Variable entweder sagen, es soll einen bestimmten Wert haben, oder wir lassen es so, definieren es bloß und das Programm sagt, nimmt die erste Zahl, in dem Fall die 0. Danach machen wir eine While-Schleife. Ah, Mann. Ach, ich brauche erstmal noch die Bedingung, Mensch. Und zwar, wenn die Bedingung erfüllt ist. So, jetzt geht's weiter. So, bin sofort wieder da. Ich bin sofort wieder da. Mal ganz kurz gucken. Jawohl. Gut. Und dort müssen wir das jetzt überprüfen mit if. Überprüfe versuche es zu parsen, das eingegebene Zeichen, Input mit der vordefinierten Variable überprüfen. Wenn alles in Ordnung, sage dem Anwender, dass alles okay ist. Zum Beispiel okay. Anschließend müssen wir dem Result noch mitteilen, dass es wahr ist.
Wenn es nicht wahr ist, brauchen wir eine Verzweigung. Dann soll dem Anwender mitgeteilt werden, nur ganze Zahlen. Und wir bringen dem an, wir warten darauf, dass unsere Variable vom Anwender neu befüllt wird. Wenn das so ist, dann geben wir der Methode, hier ist was schief, hier fehlt was, hier fehlt eine Klammer. So, also. Und geben der Methode natürlich den Wert zurück im String-Format. Die Zahl Platzhalter ist eine. Den Platzhalter müssen wir jetzt noch unsere Variable übergeben. Damit ist die Methode abgeschlossen. Was ist hier los? Oh. Das kann natürlich nicht funktionieren. So wird's besser. So, als nächstes brauchen wir noch eine Methode, was der Konsolenanwendung dann, wo dann die Konsole dann auf unsere geschriebene Methode zugreift. Und zwar machen wir eine neue Klasse, sagen Test. Machen Sie natürlich public. Und hier sagen wir zunächst einmal, dass der User etwas eingeben soll. Konsole.WhiteLine, wenn es funktioniert. Punkt. Ach! Wir brauchen erstmal eine Methode dafür. Public static void. Und das war wieder zu voreilig. Anzeigen. Parameterlos. Und jetzt sagen wir, was wir gerne haben wollen, dem Anwender. Und zwar geben Sie eine Zahl ein, hier eine ganze Zahl ein, machen wir einen Doppelpunkt, so, dann brauchen wir hier eine Variable, Input, und da übernehmen wir das Zeichen, was der Anwender eingibt. Konsole.readline. Und dann schreiben wir auf der Konsole das Ergebnis, was um dem Anwender mitzuteilen, ob er recht hat oder nicht, mit new integer .isInteger, und dort übergeben wir, was der User eingegeben hat. Input
damit sind wir schon fertig. Jetzt müssen wir dem Programm noch mitteilen, dass er das ausführt. Und zwar aus dem Ordner ganzer.test.anzeigen und wir definieren auf der Konsole, dass der Anwender die Konsole schließen soll mit einer beliebigen Taste. So, Freunde, damit ist das kleine Programm geschlossen. Wir werden das jetzt kompilieren und überprüfen, ob alles passt. Erstellen erfolgreich und jetzt werden wir unser kleines Programm einmal starten. Sehen Sie unseren Text, geben Sie eine Zahl ein, eine ganze Zahl ein. Ich sage mal A. Da kommt der Hinweis, bitte nur ganze Zahlen. Wenn ich sage 2, sagt das Programm okay. Die Zahl 2 ist eine. Damit bin ich zufrieden. Und mit einer weiteren Taste kann ich das Programm jetzt schließen. Zum Beispiel Leerzeichen. Leerzeichen in dem Fall nicht, aber Enter. Damit ist die Konsole wieder beendet. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugeschaut habt und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Anregungen, Kommentare, whatever, nutzt die Kommentarfunktion. Ich freue mich auf Kommentare. Ihr könnt auch Beispiele, was ihr euch gerne interessiert, gerne dort reinschreiben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei bei einem weiteren C#-Projekt und damit sage ich danke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!